Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt mittlerweile ein von DJI bestätigtes Problem mit den Akkus der DJI Mini 2 Drohne. Welches Problem das ist, welche Möglichkeiten man hat, dieses Problem zu klären und was dahinter steckt, das klären wir jetzt alles in meinem Video. Viel Spaß beim Anschauen. Ich mache dieses Video, um natürlich auch meine Abonnenten hier von diesem Problem zu informieren. YouTuber in Italien, in England und natürlich auch in Amerika haben schon darüber berichtet, was es für ein Problem mit den DJI Mini 2 Akkus gibt. Und mittlerweile häufen sich die Probleme. Das Problem wurde ebenfalls schon an DJI weitergeleitet. Die haben natürlich prompt darauf reagiert, was ich erstmal hoch loben muss, aber dazu später. Erstmal zum Problem. DJI nutzt bei der Mini 2 die sogenannte Intelligent Fly Batterie. Diese besteht aus einem LiPo-Akku, Lithium-Polymer, der besonders gepflegt werden muss. Und in diesem Fall sollte er nicht voll aufgeladen gelagert werden, denn dadurch kann der Akku beschädigt werden und verliert gleichzeitig an Kapazität. Normalerweise reduziert sich die Spannung im Laufe von wenigen Tagen auf rund 75%, die sogenannte Lagerspannung. Die meisten von uns, ich kenne das von mir selber, lassen natürlich die Akkus in der Ladeschale bzw. in der Drohne liegen, packen das alles in die Tasche und irgendwann nach 3, 4, 5, 6, 7 Wochen geht es mal das nächste Mal Drohne fliegen. Besonders im Winter ist das natürlich relativ selten, dass man da die DJI Mini 2 fliegen lässt. Was passiert jetzt? Die vollgeladenen Akkus können sich in dieser Schale und gleichzeitig in der Drohne nicht auf die 75% Lagerspannung runterschrauben. Und jetzt kann Folgendes passieren, dass sich die Akkus hier komplett aufblähen und auch teilweise explodieren können. Wer seine Drohne jeden Tag fliegt oder jede Woche benutzt, für den ist das Problem überhaupt nicht gravierend. Aber 80% der DJI Mini 2 Flugpiloten, die sind natürlich komplett mal alle 3 Wochen aktiv, mal alle 4 Wochen aktiv oder in anderen Abständen. Und hier ist es wirklich ganz wichtig, bitte die Akkus nicht mehr in der Ladeschale drin liegen lassen. Einfach rausnehmen, komplett aus der Ladeschale und aus der Drohne entfernen. So habt ihr kein Problem, dass sich eure Akkus aufblähen bzw. teilweise explodieren können. Das passiert selten, aber es ist schon passiert und deswegen möchte ich euch auf diesen Zustand hinweisen. Solltet ihr Auffälligkeiten an den Akkus entdecken, das heißt Verfärbungen oder die Akkus sind leicht aufgebläht an manchen Stellen, dann bitte die Akkus sofort fachgerecht entsorgen bzw. bei DJI einreichen und nach Ersatz fragen. Das ist in einigen Fällen schon passiert. Auf alle Fälle diese Akkus nicht mehr komplett in die DJI-Drohne einführen bzw. damit fliegen. Das macht bitte nicht. DJI hat natürlich auch sofort und schnell zu diesem Vorfall Stellung genommen und was hier geschrieben wurde, das habe ich euch mal grob aus dem Englischen übersetzt. DJI arbeitet an einem Firmware-Update für die Mini 2 und sein Batterieladesystem, um die automatische Entladung einzuleiten. DJI empfiehlt, die Batterien aus der Drohne und aus dem Ladehub zu entfernen, wenn die Batterien längere Zeit gelagert werden müssen. Also hier eine sehr schnelle und positive Reaktion von DJI und in der nächsten Zeit, da sollte man wirklich einfach verstärkt auf Updates von DJI achten, um hier für das Problem Abhilfe zu schaffen. Und bis dahin gilt wirklich, Akkus aus der Ladeschale und aus der Drohne nach dem Gebrauch entfernen. Habt ihr auch Probleme mit euren Akkus? Bei mir ist das zum Glück noch nicht passiert, aber wem es passiert ist, der kann einfach mal hier in meine Kommentare sein Problem schreiben und natürlich auch schildern, denn alle anderen interessiert es wahrscheinlich auch, mich ganz besonders. Also rein mit euren Akkuproblemen hier in meine Kommentare. Es gibt natürlich auch noch eine ganz einfache Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen und das kommt von einem YouTuber aus England und der hat einfach die Akkus hier komplett aus der Ladeschale rausgenommen und umgedreht hier wieder direkt eingesteckt und so passiert Folgendes, dass halt sozusagen die Akkus keinen weiteren Kontakt zur Ladeschale haben und sich nach dem Laden hier direkt auf ihre 75% Lagerkapazität runter entladen können. Hier kann einfach nichts passieren, aber wenn ihr natürlich einen professionellen Weg gehen möchtet, habe ich euch in meinen Videobeschreibungen mal die sogenannten Akkuschutzhüllen mit reingepackt. Die kosten ein paar Euro und da kann man die Akkus ebenfalls ordentlich oder vernünftig lagern, wenn ihr die Drohne relativ lange nicht fliegt. Es gibt natürlich auch noch Taschen und andere Dinge, dafür gibt es mein Zubehörvideo
Es ist ebenfalls hier verlinkt. Und das war's schon wieder vom heutigen Video. Wenn ihr Anregungen habt bzw. Kommentare, schreibt sie hier unten einfach rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen, konnte euch hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Gern bis zum nächsten Video und ich sage Tschüss, bye bye und Winke, Winke.